Weil es gibt so einen Schlüssel zum Erwachen, der uns geholfen hat und vielen anderen Menschen auch. Und das ist der Weg der Selbsterforschung. Sagen. Alles, würde ich sagen, was dich wegbringt von dieser Illusion, Ja. dass du in deinem Kopf eingeschlossen bist und dass du so getrennt bist von allem, was dir begegnet, ist so heilsam. Also jeder kleine Step. Aber es gibt so einen Schlüssel zum Erwachen. Und wenn du vielleicht gerade dabei bist, diese Schritte vielleicht alle schon gemacht zu haben, dass du das kennst, wie man in die Stille kommt, dass du deine Gedanken beobachtet hast, deine Gefühle wahrnehmen kannst, gibt es so einen Schlüssel. Und das ist der Schlüssel der Selbsterforschung. Und das ist was, wo wir lernen in unseren Retreats oder in Einzelsessions und uns auch am meisten geholfen hat. Weil schlussendlich musst du das finden, was wahrnimmt. Also du musst dich selbst erforschen und das, was übrig bleibt, das, was schlussendlich deine Natur ist, das muss wach werden. Also das muss wie aufwachen. Das ist das, was plötzlich dann in den Vordergrund kommt. Und da kommst du eigentlich hin, indem du dir Fragen stellst mit einem einzigen Zweck, zurückzugehen zu dir. Weil wenn du dir die Frage stellst, wer hört das, geht automatisch das Erforschen nach innen. Also es geht nach innen und fragt sich ja, wer hört denn die Worte? Oder wer sieht denn? Wer schaut durch deine Augen? Und das ist so der Weg, also der Schlüssel dieser Selbsterforschung, dass dich interessiert plötzlich, wer lebt, also was lebt, was schaut, was nimmt wahr. Und das ist, also für uns war das wie so ein Wendepunkt, dieses Rumdrehen, das eigentlich nicht mehr in irgendeiner Praxis zu sehen, im Draußen, dass man vielleicht irgendwie ruhiger wird oder stiller wird, sondern sich rumdreht und schaut, okay, was ist da, was das wahrnimmt, was stiller wird? Was ist da, was wahrnimmt, wenn die Gedanken sich bewegen oder verschwinden? Oder was ist das, was wahrnimmt, wenn ein Gefühl sich auflöst? Das ist ein Schlüssel, den wir dir total gerne geben. Weil da ist was, was übrig bleibt, was immer da ist, was klar ist, was immer wach ist, was nicht einschlafen kann. Deshalb kommt das Wort ja auch, dass deine Natur, wenn du die erkennst, ein Aufwachen ist. Aber es ist ein Aufwachen aus dem Traum, dass du je geschlafen hast. Also dass du wie weg kannst von dir. Das ist eigentlich das Erwachen. Ja. Ja, dass du je weg warst. Ne? Deswegen finde ich so schön, Selbsterforschung, also du erforschst dich selbst, um dich selbst zu finden. Also du gehst den Weg, um dich zu finden. Und alles, was du nicht bist, das bleibt auf dem Weg liegen. Deshalb ist es vielleicht manchmal wie so ein Weg. Also jedes Mal, wenn du erforscht und guckst und merkst, das bin ich nicht. Also meine Gedanken, die kann ich loslassen oder die sind nur ein Teil von mir. Ich habe schon gemerkt, ich bin mehr. Mein Körper auch. Also es ist ein Teil von mir, aber ich habe gemerkt, dass ich viel mehr bin als der Körper. Also du kannst das alles wie loslassen und gehst immer tiefer und tiefer. Und diese Selbsterforschung ist für uns auch so ein Weg, der dich tiefer bringt als diese oberflächlichen Erscheinungen wie Gedanken, Körper, Gefühle. Und bis er dich dahin bringt, wer du bist. Also ja, das, was wirklich in dir schon immer da war und gelebt hat und in jedem von uns lebt. Und das ist ganz, ganz schön, das zu erforschen. Also das ist ein ganz Und das schöner gibt dir so Weg. mit jedem Erkennen, was du nicht bist, macht so also man könnte sagen, es gibt bei jedem so ein Mini-Erwachen. Also ein Mini-Erwachen, du kriegst was mit, was unecht gewesen ist. Und das Unechte löst sich auf. Und das Unechte löst sich auf, indem es so ein bisschen mehr von dir zeigt.
ein bisschen mehr zeigt, dass du mehr bist als das. Also du bist übrig geblieben, könnte man sagen. Und das ist ein Weg, der dir auch so deine eigene Autorität gibt. Also umso mehr du selbst erforschen kannst, umso mehr ist deine Autorität eigentlich bei dir. Also du wirst weniger abhängig von irgendwelchen Gurus oder Lehrern, die dir helfen können. Aber die Autorität der Selbsterforschung, das ist was du selber lernen musst. Also du selber musst lernen, selbst zu erforschen. Weil du kannst nicht abhängig davon sein, von der Selbsterforschung von anderen Menschen. Also du musst lernen, nach innen zu gehen und nicht nach außen. Also die Frage muss nicht nach außen gestellt werden, sondern nach innen gestellt werden. Und dann kann ein Lehrer kommen und dir wirklich zeigen, wie es weiter tiefer geht. Diejenigen, die den Weg gegangen sind. Aber es ist nicht so, dass du die Antwort bekommst, sondern man hilft dir zu erkennen, was du erkennst von innen heraus. Und das ist eigentlich so der schöne Das Weg. ist so Ne? Selbsterforschung. Ja. Ne? Selbst. Du musst es selbst tun. Ja. Also keine Antwort wird dich befriedigen. Ja. Keine Gruppenerforschung. Es Ja. gibt auch keine Gruppenerforschung. Ne? Ja. Es ist tatsächlich bei dir. Ja, Es ist so, schön, ja. irgendwo ist das ein individueller Prozess. Für jeden einzelnen Menschen ist es ein individueller Prozess. Es gibt keine Gruppenerforschung. Und das, was halt oft passiert, ist, dass der Mind sich dann da immer einmischt in diese Selbsterforschung und versucht, clever zu sein oder eine clevere Antwort zu finden. Und das ist manchmal der Moment, wo es auch vielleicht Hilfe braucht, weil es wichtig ist zu lernen, was ist jetzt der Mind und was erforsche ich selber, also was ist echt, und deshalb ist es manchmal wirklich auch wichtig, das zu lernen, wie das geht und dass man sich nicht so verarschen lässt von seinem eigenen Denken. Auf jeden Fall. Der letzte Schlüssel ist, einen Lehrer zu haben. Einen Lehrer zu haben, der dir den letzten Schlüssel wie zeigen kann, wer du wirklich bist. Also, dass du denjenigen, der meint, er wüsste jetzt, wer er ist, dass du den auch noch loslassen kannst und tiefer gehen kannst. Dafür braucht es manchmal einfach wie so einen Zeiger in die richtige Richtung und dann passiert tatsächlich das Erwachen, wo du denkst, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das übrig bleibt. Und doch hast du es schon immer gekannt. Ja, weil du es bist. Ja. Deshalb, egal wo du stehst in deinem Weg, nimm alle Schritte und schau, wie lange sie für dich stimmen. Und wenn du bereit bist für Selbsterforschung, versuch diesen Weg zu gehen. Das ist was, wo der Schlüssel ist zum Erwachen. Es ist eins, die Stille wahrzunehmen und die Frage herumzudrehen, was nimmt die Stille wahr? Ist das vielleicht noch stiller als die Stille, die es wahrnimmt? Und wird deshalb übersehen. Kann die Stille, die wahrgenommen wird, kann die wieder weggenommen werden. Und indem du erkennst, dass du nicht weggenommen werden kannst, nicht die Stille, nicht der Gedanke, nicht das Gefühl, kann dich stören, also dich irritieren. Und das ist so dieser Weg, wenn du es rumdrehst und dich nicht zufrieden gibst mit der Stille, die vielleicht im Außen
ist oder die Stille, die vielleicht im Mind ist, sondern die Stille erkennst, die du bist. Ja, viel Freude beim Selbsterforschen und du kannst uns gerne schreiben und wir helfen gerne. Ja. Alles Liebe dir. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.